So, hier kommt die Neunerlegung für den Beruf. Wir legen hier mal die Arbeitskarte raus. Sind die Seherkarten von Sven Pohl. Und wir gucken mal, was das jetzt uns zum Thema Arbeit sagen möchte. Ja, es gibt vielleicht eine Entscheidung, die ansteht zwischen dem Thema Geld und was mache ich noch mit Herzen. Was lege ich in die Waagschale? Möglicherweise habt ihr auch gerade so eine Entscheidung aus der Vergangenheit, in der ihr sehr viel investiert habt, noch an den Hacken hängen, wo man jetzt überlegt, wo gehe ich noch andere Wege oder wie ist es möglich, meine Situation zu drehen. Hier geht es auf jeden Fall auch um eine Möglichkeit, wo dir jemand anderes etwas anbietet. Das liegt hier als Geschenk, ja. Also ich würde mal sagen, hier kommt was auf uns zu. Das sind Angebote, die aber Entscheidungen brauchen. Dann haben wir eben jetzt den Frosch. Also beim Frosch ist so, der ist schon gesprungen, ne? Der ist schon innerlich losgehüpft, der hat sich aus einer Situation befreit. Der weiß aber noch nicht so ganz, wo er ankommt, ne? Er ist noch nicht aufgesetzt, sondern er springt noch und hat so die Konsequenz seines Sprunges noch nicht ganz auf dem Schirm. Ja, aber dieser Absprung lohnt sich hier oder diese, ich sag's mal so, Absprung ist jetzt vielleicht die falsche Deutung oder falsche Wortwahl, denn es heißt hier einfach, wenn du dich irgendwie wagst, eine Entscheidung zu treffen, die dir hier geschickt wird, geschenkt wird, dann endet es hier auch wieder in einem Bündnis. Das heißt, hier haben wir die Vertraglichkeiten, die Verbindlichkeiten auf dem Bereich der Arbeit. Möglicherweise geht es hier bei dir auch um eine Entscheidung, die mit deinem Gegenüber zu tun hat. Und der Arbeit. Ja, wunderbar. Es scheint mir, als kommt auf dem Arbeitsbereich hier irgendein Schlupfloch für uns, ne? Man sieht hier sozusagen den Zaun, da geht man so schnell mal durch. Und es ist kein langer Weg, also der Frosch endet hier praktisch in der Abkürzung bei seinem Sprung und er schafft sich so natürlich auch Möglichkeiten, die nicht mit Hindernissen verbunden sind. Die Fülle liegt dabei, also auch das Materielle, wo du hier vielleicht haderst, kommt hier unten auf dem kürzeren Weg raus, als du denkst. Das kann jetzt aber auch sein, dass sich das für dich bereichert, einen Absprung zu machen und dein Herz in die Waagschale zu legen. Also nicht nur dieses Vernünftige, sondern auch dieses, wo man sagt, okay, aber mein Herz will auch ein bisschen das. Und besser kann es gar nicht sein. Unten haben wir noch den Magier, ne? Der Magier gibt dir die Möglichkeit, alles zu tun. Du hast hier alles, was du brauchst, um die Dinge, die dich beschäftigen auf dem Thema Arbeit, auch umzusetzen. Also da ist es nichts mit Hadern oder zu sagen, vielleicht kann ich das nicht, vielleicht reicht es nicht aus, sondern gucke bei deinen Entscheidungen einfach, dass du hier sagst, ich habe alle Möglichkeiten, die ich brauche, zur Hand und bewege dich auch in diesem Rahmen. Ne? Hier wird praktisch die Eieruhr einmal umgedreht. Kann für viele auch sein, dass es im kleineren Bereich irgendwie gute Möglichkeiten gibt, für euch ungesunde Situationen zu verlassen. Ne? Also ich denke, dass sich hier unten die Pestilienz zeigt, dass viele vielleicht diese Situation haben. Denkt dran, das ist eine Kollektivlegung. Manche fühlen sich auch gut da, wo sie sind oder wie sie es machen. Aber es gibt eben auch viele, die verharren in ungesunden oder kränkelnden Arbeitssituationen und machen einfach weiter und überlegen gar nicht, wie lange das so gehen kann oder ob es nicht einen besseren Weg gibt, und der scheint sich hier zu zeigen. Also es ist auch eine gute Möglichkeit hier mit diesem Schlupfloch die Ecke des Bereicherns zu bedienen, da wo sich das lohnt, was du tust.
Hier sind jetzt ein paar Impulskarten. Das muss nicht treffen. Das ist speziell auf die Lebensaufgabe ausgelegt. Hier können die einen vielleicht im Bereich Tiere ihre Lebensaufgabe erkennen. Tierkommunikation, Umgang mit Tieren. Ja, guckt mal, hier liegen die Entscheidungen und hier kommt die Zeit, dich zu entscheiden, Karte. Triff eine Entscheidung, die auf den wahren Herzenswünschen beruht. Also dieses bewusste Nähren einer ungesunden Situation, davon kann ich ein Lied singen. Ich sage es nur so als Beispiel, vielleicht könnt ihr euch identifizieren. Ich und die Pflege und ich 30 Jahre, ja. Ich hätte schon nach 15 aufhören müssen, weil ich da die ersten Male mich gequält habe und auch schon so dicht am Burnout war. Aber nein, ich habe weitergemacht. Ne? Ich habe gar keine Optionen gesucht. Das war mir alles lästig. Die Herzenswünsche. Ja, hier ist es einfach so, dass die Karten sagen, wenn du was wirklich von Herzen entscheidest und du möchtest es wirklich, und du nutzt diese Talente, die du auch hast, dann können deine Träume Realität werden. Ich glaube, das, was man von Herzen möchte, kommt immer raus. Ne? Das, was man mit Mut begeht und das Thema mit Mut auch angeht, da kriegt man auch was zurück. Vielleicht nicht gleich, aber ich habe es so erlebt. Okay, dann kommt hier noch Bodywork. Für manche mag es sein, mit Körperarbeit zu agieren, Massage, Physiotherapie, Sport und so weiter, was man darunter halt verstehen könnte. Gucken wir mal, eine hätte ich ja noch, da hat sich eine umgedreht, da haben wir das Erbauen. Ne? Hier könnte eine mögliche Fähigkeit sein, etwas zu kreieren, etwas aufzubauen, ja? Von Anfang bis Ende so etwas entstehen zu lassen. Unten am Deck haben wir noch die Lehrtätigkeit. Hier geht es darum, etwas weiterzugeben von seinem eigenen Wissen. Jüngere Menschen inspirieren. Ist auch eine Lebensaufgabe. Wir haben ja das Thema Beruf und Berufung. Ja, guckt mal. Hier haben wir die Herzenswünsche und hier haben wir die Seelenwünsche. Hier geht es auch viel darum zu überlegen, in einer kränkelnden beruflichen Situation, was möchte ich wirklich machen, welches Tun macht meine Seele glücklich. Und mit dem Eisenkraut hast du hier eben auch die Vision, die du dazu entwickeln kannst. Okay, wir nehmen noch ein Vögelchen. Und wir haben die Dole. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel, warne dich vor einer unerwünschten Situation und biete dir einen wichtigen Impuls bei der Findung von Lösungen. Also es geht tatsächlich darum, hinzugucken, wo kränkelt es, wo kann ich etwas nur bedingt machen. Vielleicht auch aufgrund irgendwelchem Alter oder körperlichen Gegebenheiten. Das spielt ja auch immer eine Rolle, ne? Je älter das man wird, desto mehr Dinge fallen vielleicht raus oder fallen auch schwerer. Okay, das sollte eine Inspiration sein für das Thema Beruf und Berufung. Ich drücke euch, bis bald.